Hi, ich bin Jill, Gründerin von Studio Heimspiel. Wir haben hier einen Raum in Bornheim geschaffen für Kultur, Begegnungen und eben kleinere kuratierte Events, Coworking oder eben auch ein Atelier. Und genau, der Name ist kein Zufall, denn das Heimspiel ist eigentlich immer das Schönste. Und das Ganze mache ich mit meinem Partner, Kreativpartner Medi. Hi, ich bin der Medi, ich mache Auswärtskochen unter anderem. Genau, schön, dass Basti und die Jungs von Fußball 2000 hier sind. Ich glaube, ich bin sehr, sehr happy im Moment, dass die Länderpause ist. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das sage, aber ihr könnt es verstehen. Willst du was dazu sagen, Basti, der Hund, der Süßboy? Oh, ich hab's gesagt, Leute, ne? Scheiße. Ja, vielen Dank ihr zwei, dass wir hier sein dürfen. Es ist Länderspielpause und wir werden mal so ein bisschen zusammenkehren, was so passiert ist. Wir werden über Götze sprechen, über Riera sprechen. Wir haben einen besonderen Gast. Ihr abonniert uns zu WhatsApp, dies, das. Ach, ihr wisst es schon alle. Wuff, wuff. Fußball 2000, wir sind wieder da. Die neue Folge in der Länderspielpause, ihr Lieben. Wir sind hier im wunderbaren Studio Heimspiel und nicht nur links neben mir der altbekannte Basti, sondern ein neues Gesicht. Sag mal, wer bist denn du eigentlich? Hallo, schön dich zu sehen. Hallo, ich bin Linus, a.k.a. Lila Chopper, ehemaliger FIFA-Streamer, jetzt mittlerweile mehr bei Frankfurt Content angekommen. Aha. Ich glaube, das können einige auch nachvollziehen. Das Spiel wurde über die Jahre immer schlechter und meine Liebe zur Eintracht ist nicht größer geworden, sie war immer gleich groß, aber jetzt halt auch mit mehr Videos vertreten und freue mich heute hier dabei zu sein. Ich durfte ja auch letztens einmal die Nachspiel-Reaction mit Basti aufnehmen, hat auch sehr viel Spaß gemacht und heute ist das erste Mal hier dabei. Geil auf jeden Fall, dass du dabei bist. Da musst du mir natürlich gleich die erste Frage beantworten. Wie kommt man zu dem Namen Lila Chopper? Das ist eine Zusammensetzung aus meinem Vor- und meinem Zweitnamen. Linus Lasse, also ich heiße Linus Lasse Löffler. Oh, das ist aber sehr schön. L. Oh, guck mal hier. Und Linus Lasse ist sozusagen lila. Und ich habe früher sehr viel amerikanischen Rap gehört und frag mich nicht warum. Ich war 19 Jahre alt in meinem Kinderzimmer, Corona-Zeiten und dachte, es wäre cool, noch einen Chopper hinten dran zu hängen. Ich habe es manchmal bereut. Ich dachte mir so, lila wäre cool gewesen, nur den Namen zu haben. Aber ey, es ist jetzt so, wie es ist und ich nehme den Namen jetzt an. Ist nice, die Farbe ist gut. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich nenne dich trotzdem Linus. Auf jeden Fall, man darf mich Linus nennen. Lass auf jeden Fall mal gleich ein bisschen Liebe dafür da, dass du heute da bist. Und ich würde sagen, wir gehen direkt ein wenig hier rein in die aktuelle Thematik. Und wenn ich mir so den Blätterwald anschaue, was da gerade so passiert, da ist eine Personalie, die wird relativ oft thematisiert, lieber Basti. Und da geht es um Mario Götze. Wir haben in der letzten Woche ja darüber gesprochen, dass wir das grundsätzlich ganz cool finden würden, wenn es eine Verlängerung gibt, haben aber gleichzeitig gesagt, in dieser Saison bislang noch relativ wenig geliefert, kein Tor, keine Torvorlage, bei weitem nicht so wirkmächtig wie in den vergangenen Jahren. Jetzt bahnt sich allerdings an, dass es eine Verlängerung gibt, Basti. Kannst du uns ein bisschen erläutern, was so die Rahmenbedingungen sind und wie du das finden würdest? Boah, die Rahmenbedingungen versuche ich auch rauszufinden, Marvin. Weil ja, super. Jetzt rufe ich ihn an. Muss ich jetzt den Joker an? Dann musst du hier Plätti hinsetzen. Dann ist das, glaube ich, besser, weil das war der einzige, von dem ich das jetzt bis jetzt gehört habe, dass es da irgendwie konkrete Gespräche 1 oder 2 Jahre gibt. Und es ist ein bisschen so ein kleines Auf und Ab gewesen, weil wir hatten quasi diese Nichtberücksichtigung von Götze im Kader ohne Verletzung, wo ja wilde Diskussionen drüber entstanden sind im Rahmen dieses Mainz-Spiels. Ja, und dann ein bisschen antizyklisch auf einmal die Gerüchte, dass jetzt der Vertrag verlängert wird. Ja, genau. Also ich kann dich nicht gebrauchen, ich will dich aber behalten. Ja, genau. Also im Endeffekt war es ja so ein kleines Auf und Ab und ich glaube, es ist ganz gut, dass man gerade jetzt in der Länderspielpause mal einen Schritt zurückgeht und sagt, okay, es gab jetzt diese einzelne Situation mit dieser Nichtberücksichtigung, du hast es gesagt. Die Stats von Mario Götze sind jetzt diese Saison nicht die besten. Gleichzeitig glaube ich, dass er als Personality wichtig für die Mannschaft ist. Deswegen glaube ich, dass die Verlängerung richtig wäre, so sie denn stattfindet. Gleichzeitig muss man halt aber wirklich bei Mario Götze auch gucken, dass das dann nicht mehr zu viel Geld bindet, sondern dass Mario Götze sagt, okay, ich bin bereit, an gewissen Stellen auf Geld zu verzichten, damit Geld frei wird, vielleicht für einen zentralen Mittelfeldspieler, der mehr Spielzeit dann einnehmen wird als er und er aber trotzdem mit seiner Erfahrung, mit seinem Wesen als Mario Götze, glaube ich, immer noch da ist, dass das eine gute Entscheidung wäre. An einer anderen Stelle können wir vielleicht noch mal drüber sprechen, ob es dann keine ist, aber erstmal würde ich sagen, gute Entscheidung. Ja, das kann man ja durchaus so sehen. Linus, wie siehst du das? Wie ist dein Take zu Mario Götze? Ich würde auch sagen, ja, diese Saison zwar nicht so stark gewesen, aber ich finde, es ist auch wichtig, in einem Verein Identifikationsfiguren zu haben. Und ich würde sagen, Mario Götze, Weltmeister, deutscher Spieler in einer deutschen Mannschaft und so viele sind bei der Eintracht gar nicht mehr. Wenn man Koch noch sieht, einer von den wenigen, haben auch viele so Rode, Trapp in der letzten Zeit oder die letzten Jahre die Eintracht verlassen. Deswegen fände ich es wichtig, ihn aus
der menschlichen Sicht zu verlängern, aber bin da auch ganz bei Basti. Also von seinem Gehalt muss er auf jeden Fall Einstriche machen, weil mit der sportlichen Leistung, die er gekommen ist, finde ich, die ruft er diese Saison zumindest nicht mehr ab. Ja, es ist natürlich durchaus so, dass wir sagen müssen, ne, wir haben ja die Stats gesehen, kein Tor, keine Torvorlage. Es ist aber so, dass wir natürlich den Prime-Götze immer noch kennen und der war selbst 2025, da erinnern wir uns eigentlich in der Zeit zuvor, Europacup, ne, auch noch Ajax Amsterdam beispielsweise, wo er Spiele allein mehr oder weniger entschieden hat. Also wir wissen, das können, was er hat. Bei der Verletzung gegen Tottenham, da ging es ja dann in die falsche Richtung. Ja. Danach ist er nie wieder so richtig auf die Beine gekommen. Trotzdem ist es natürlich ein wichtiger Punkt, den du auch illustrierst. Es geht natürlich auch nicht nur um die Leistung auf dem Platz, sondern auch so ein bisschen darum, welche Integrationsfigur er sein kann und wie er auch die jungen Spieler mitnimmt, oder? Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, wenn du weißt, dass du mit Mario Götze in einem Team spielen kannst, da schlägt das Pendel noch eher zur Eintracht aus. Oder bin ich da zu naiv, Basti? Ich glaube, dass die Eintracht das am besten beurteilen kann, wie wichtig er für junge Spieler ist. Weil ich glaube schon, was du gesagt hast, dass junge Spieler zu ihm aufschauen, mit seiner History, die er hat und auch mit seinem spielerischen Können. Also ich glaube, Mario Götze ist einer der besten Fußballer in der Bundesliga. Ja. Natürlich gibt es durch diverse Umstände jetzt irgendwie Leistungsstellen. Oder ich meine, es ist auch ganz normal, glaube ich, wer wüsste das besser als wir? Meine Delle geht 20 Jahre lang. Dass im Alter die eine oder andere Sache ein bisschen nachlässt. So. Also, das ist jetzt kein, das ist schon sehr viel nach. Das ist jetzt kein Prime-Götze mehr. Warum sitzen wir und stehen nicht? Das ist kein Prime-Götze mehr, den du jetzt jedes Mal 90 Minuten stellst, sondern das ist vielleicht ein Spieler, der gerade Spielern wie Usu gute Tipps geben kann, die trotzdem an seinen fußballerischen Fähigkeiten, an Instinkten sich irgendwie was abschauen können. Gleichzeitig, und das ist der Punkt, den ich vorhin so ein bisschen angerissen hatte, muss man halt aber auch eine klare Kommunikation finden. Weil ich finde, dass diese Nachricht über die Verlängerung in eine blöde Zeit reinkam, weil man da schon irgendwie gesehen hat, sobald Mario Götze mal nicht im Kader ist, was aus meiner Sicht vollkommen okay war in der Situation, gibt es Diskussionen. Ja. Das heißt, im Endeffekt musst du klar kommunizieren mit dem Spieler, nach außen, in der Mannschaft, dass du eben jetzt nicht nächstes Jahr, weil ich glaube, dass es auch nächstes Jahr passieren kann, dass er mal nicht im Kader ist, weil gewisse andere Überlegungen stattfinden, dass du nicht jedes Spiel dann Diskussionen hast. Ja. Das heißt, alle Leute müssen vorher sich an einen Tisch setzen, und ich meine alle, weil du hast ja an gewissen Stellen momentan das Gefühl, dass nicht alle miteinander reden, sondern die beiden Parteien, die dritte Partei äußert sich über die Presse, dann gibt es hier an gewissen Stellen Dinge, die diskutiert werden. Also es muss klar sein, was ist deine Rolle, hat der Bock drauf, hat die Mannschaft Bock drauf, ist es finanziell sinnvoll, und dann, wenn alle Dinge abgehakt sind, dann würde ich sagen, ja. Aber ich habe keine Lust, dass wir nächstes Jahr dann irgendwie zu sagen, jetzt müssen wir jede Woche hier sitzen und sagen, Götze war schon wieder in dem Kader, was ist denn da los? Also ich glaube, mein Gefühl ist tatsächlich sogar eher, dass wenn wir wissen und es auch kommuniziert wird, dass er Gehaltseinbußen in Kauf nimmt, um trotzdem bei der Eintracht zu bleiben. Kolportiert wurde ja jetzt von roundabout 2 Millionen mit Boni. Der Vergleich ist mehr oder weniger die Hälfte zu dem, was er aktuell verdient hat. Dann finde ich, ist es auf der einen Seite schon mal ein Commitment und macht es ein bisschen einfacher, ihn auf die Bank zu setzen, weil du weißt, okay, weniger Gehalt. Zudem ist es natürlich auch so, dass andere Spieler die Eintracht verlassen werden. Auch darüber können wir ja nachher noch mal sprechen. Aber es gibt den einen oder anderen, der auch relativ viel Geld bindet. Skiri ja auch. Darüber müssen wir perspektivisch ja auch noch sprechen. Ne? Das ist ja auch so ein Spieler, wo wir sagen, das ist nicht so ganz optimal. So ja, aber mal ganz kurz beispielsweise bindet ja auch viel Geld. Also das heißt, dann hast du mehrere Spieler, die schon den Verein verlassen haben und bei Mario Götze ist es dann so, dass der von 4 auf 2 Millionen geht, wo du sagen kannst, okay, der ist wichtig für das Team, für die Bindung, muss aber nicht mehr jedes Spiel spielen. Ich glaube, das ist total wichtig, dass du damit reingehst, dass du sagst, das ist unser Zielspieler Deluxe. Ja, klar, das ist die finanzielle Ebene. Ich glaube, die ist auch wichtig, weil du gewisse Stellen im Kader hast, die du füllen musst mit gewissen Budgets, die dann frei werden. Gleichzeitig ist es egal, wie viel er verdient, wenn du jede Woche Diskussionen hast. Also es ist, das solltest du nicht haben, da hast du vollkommen recht. Unabhängig von den Finanzen halt so, dass man kommunizieren muss, was ist seine Rolle und wie vielleicht muss er es auch selber kommunizieren. Also zum Beispiel. Das wäre vielleicht auch eine Option, zu sagen, hier, ich habe jetzt ein bestimmtes Alter erreicht, ich bin mir dessen bewusst und ich nehme mich jetzt vielleicht einfach selber ein bisschen zurück und bin jetzt vielleicht der Ergänzungsspieler, der dann nochmal den Unterschied machen kann, aber auch selber nicht mehr den Anspruch hat, jedes Spiel 90 zu gehen, sondern vielleicht sagt, wenn ich nur 30 mache oder mal 60 und dann runtergehe, ist es auch in Ordnung. Finde ich total einen guten Aspekt, den du ansprichst. Das kann man ja lösen. Also ich meine, es ist ja nicht so, als würde Mario Götze nicht wenig kommunizieren, zumindest wenn du seinem LinkedIn-Profil folgst, dann wird ja viel kommuniziert. Ja, es kommt immer drauf an, auf welchen Plattformen. Aber ich finde, das kann er auf jeden Fall ansprechen. Und
am Ende ist es ja auch so, er ist ja trotzdem mehr als der reine Spieler. Er ist auch derjenige, der, glaube ich, noch Fans ins Stadion zieht. Ich glaube, es ist auch safe noch jemand, der Trikotverkäufe also wirklich mit ihm durchstartet. Erinnern wir uns, der ist ja seit 2022 da. Ich meine, gebt euch das mal. Das ist schon krass. Seit 2022, der ist jetzt auch schon wieder 4 Jahre hier. Und meine Güte, was war das für ein Baba-Transfer? 100%. Basti, ich weiß noch, in der Zeit davor haben wir gedacht, ach so ein Götze, so, ne, da waren wir so, das würden wir ganz gerne haben. Und dann ist das wirklich real geworden. Als wir angefangen haben bei Social Media, Genau. so ein paar Plan, bevor er nach Eindhoven gegangen ist. Ja, genau. So bla bla, Götze wäre ganz geil. Und ich weiß noch, dass seitdem habe ich tatsächlich Kontakt mit seinem Berater, weil ich dem gesagt habe, hey, hol den nach Frankfurt. Und dann sagst du, ja, sind ja nach Eindhoven gegangen, bla bla. Aber ich weiß auch noch den Backlash, den es gab. So die Hashtag Korn Götze und bla bla bla. Und er hat es nicht mehr drauf. Und ich finde tatsächlich, dass alles in allem gesamtbewertet die Zeit Super. gelaufen ist. Du hast dieses Ajax-Spiel angesprochen. Aber auch diese Kleinigkeiten, den im Stadion zu sehen und zu sehen, in welchen kleinen Situationen. Weil ich finde, er ist nicht zu dem Spotlight-Spieler geworden. Also er ist jetzt nicht derjenige geworden, der uns wirklich in der wichtigen Phase irgendwelche Spiele dann entschieden hat. Ja. Aber er ist so ein Spieler, wo du in den kleinen Momenten siehst, was für eine Spielintelligenz der hat. Ja, 100%. Dass er so ein Scharnierspieler an gewissen Stellen ist, dass du vielleicht nicht auf den ersten Blick wahrnimmst, aber quasi dein Spielfluss. Eigentlich genau das, was die letzten Wochen manchmal gefehlt hat, finde ich. Also genau die Situation, die wir die letzten Wochen oft nicht gut ausspielen konnten, nämlich wir sind am 16er, aber kommen da einfach nicht rein und schaffen nicht, diesen letzten Abwehrblock zu überwinden. Da ist ja eigentlich Mario Götze genau der Spielertyp, der diese Situation auch mal mit einem First Touch lösen kann, aber halt diese Saison bis jetzt leider noch nicht so ganz den Anschluss gefunden. Voll gut gesagt. Wahrscheinlich mittlerweile eher der First-Touch-Spieler und nicht derjenige, der den entscheidenden Pass dann gibt, der dann direkt zum Tor führt. Aber ich finde es total spannend, weil es ist genau diese unterschiedlichen Bewertungsebenen. Es ist ja tatsächlich auch so, dass er ja auch der Spieler war, der nach dem Europacup-Hype diesen Hype weiter befeuert hat, weil der kam dann zur Eintracht und dann war es so, dann hattest du auch einen ganz guten Fit mit Mario Götze, Nike und so weiter und so fort. Das hat gepasst, die Trikotverkäufe sind steil gegangen. Das war natürlich ein Name, der auch nochmal die Eintracht und auch die Eintracht, das Eintracht-Umfeld nach der Europacup-Situation nochmal angezündet hat. Und das ist natürlich etwas, das auch mittelbar dazu geführt hat, dass der Hype über die Eintracht die ganzen Jahre einfach entstanden ist und auch intakt geblieben ist. Also dementsprechend, man kann die Situation von Mario Götze kaum hoch genug bewerten. Ich würde mich auch freuen, wenn er bei der Frankfurter Eintracht bleibt. Wir müssen auf jeden Fall gucken, was er noch leisten kann, wie er im Team eingesetzt wird. Aber ich finde es total gut, wenn ihr sagt, dass die Kommunikation halt stimmen muss, dass man auch klar ziehen muss, hey, ich bin nicht mehr der Spieler für 34 Spiele, aber wenn ich die Hälfte mache oder mehr als die Hälfte und vielleicht nicht die ganze Zeit spiele, aber trotzdem, ich kann der Mannschaft den entscheidenden Puls immer noch geben. Ich glaube, beziehungsweise dieses Credo muss raus. Ich glaube, dann kann es gut werden. Ja, es kann gut werden, aber ich finde trotzdem, dass man es auch mitsprechen muss, dass man sagt, okay, das ist trotzdem keine Startelf-Stütze, auf die man nächste Saison baut. Richtig. Also das fände ich zum Beispiel wichtig, auch zu kommunizieren. Ja. Weil ich glaube, dass vielleicht der eine oder andere, der Götze ein bisschen kritischer sieht, an gewissen Stellen auch einen Punkt hat. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich habe jetzt quasi eine virtuelle Startelf im Kopf für nächstes Jahr und da spielt der irgendwie die wichtigste Rolle. Das muss man halt auch sagen. Also es muss tatsächlich diese Rolle sein, die wir schon umrissen haben. Ergänzungsspieler, er muss bereit sein und es darf keine Diskussion geben. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Angepasst werden. Genau, also das wäre wichtig. Wenn man das zu einem Gesamtpaket zusammenkriegt, dann macht das. Ja. Dann macht das, weil am Ende hast du die entscheidenden Punkte jetzt am Ende nochmal gesagt. Das ist auch, und ich mag es nicht, wenn man eigentlich so spricht, aber am Ende ist es auch für die Marke Eintracht Frankfurt einfach ein wichtiges Asset. Also. Du, Basti, es ist, ja, naja, ich verstehe es. Der Aktien. Die junge Leute. Basti, aber es ist ja so. Ich meine, du hast diejenigen, die so außenwirksam sind wie Mario Götze, dann hast du aber jemanden, ich glaube, der entfernt total gut wie Ansgar Knauf, der jetzt auch schon ewig lang dabei ist. Ne? Und du hast ja trotzdem angesprochen, es gibt einen großen Wandel. Es gibt einen großen Wandel innerhalb dieser Mannschaft. Es gibt wenig Stabilität für Leute, die jahrelang dabei sind. Natürlich ist jemand wie Trapp gegangen. Das hat uns, glaube ich, auch alle irgendwo ein bisschen berührt. Ne? Und das ist natürlich gut, wenn du trotzdem ein paar Säulen hast und gleichzeitig vielleicht neue aufbaust. Wir müssen natürlich im Sommer darüber reden, was wir nicht alle aufbauen können, von denen du sagst. Ist schwierig, aber ich würde auf Bastis Wort nochmal zurückkommen. Es ist halt bei der Eintracht in den letzten Jahren auch so, dass die Spieler auch wie Assets gesehen werden und dadurch ist es halt auch einfach schwierig, langfristig das aufzubauen. Ich glaube auch einfach, dass unsere Vereinsführung das System verfolgt, kann man jetzt gut oder schlecht finden. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was ohne 50+1 wirklich Zukunft hat, nämlich junge Talente zu kaufen und sie dann mit mehr Geld weiter zu verkaufen, also mit Gewinn. Aber dass das halt dann auch vielleicht die langfristige Entwicklung einer Mannschaft schädigen kann, ist auch klar. Aber da das Mittelmaß zu finden, ist
habe ich auch keine Lösung. Also es ist sehr schwierig. Wir werden da auf jeden Fall noch dranbleiben. Liebe Leute, schreibt ihr mal in die Kommentare, wie ihr diese Götze-Thematik bewertet. Sagt uns, ob ihr es gut findet, ob ihr es nicht so gut findet, ob ihr euch was anderes wünschen würdet. Und jetzt gucken wir zu einem anderen Thema, denn wir haben ja in der letzten Woche relativ intensiv über diese ganze Riera-Sache gesprochen und so ein bisschen auch diesen medialen, ich will mal sagen, schon den medialen Backlash. Und der ist der Woche weitergegangen. Und da will ich, weil wir ja schon in der letzten Woche intensiv drüber gesprochen haben, aber Linus, jetzt bist du da und jetzt will ich einfach von dir so ein bisschen wissen, wie bewertest du diese ganze Riera-Sache? Ich finde, man kann ja eigentlich noch gar nicht, von den Ergebnissen noch gar nicht klar bewerten, wie sein Werdegang jetzt bei der Eintracht ist. Aber so dein erster Eindruck. Mein erster Eindruck? Ja. Also ich muss sagen, seine Vorstellung und wie alles losging, war schon sehr euphorisch. Auch seine Pressekonferenz, muss ich sagen, hat mich absolut abgeholt. Also danach habe ich gedacht, ich springe auch für dich vom Balkon so. Also hat mich wirklich absolut abgeholt. Die Spiele danach, muss ich sagen, waren mal besser und mal schlechter. Ich muss sagen, die ersten Halbzeiten haben mir oft in letzter Zeit nicht gut gefallen. Also da hat mir einfach so ein bisschen der Zug nach vorne gespielt. Ich fand aber, Basti hat das letzte Woche sehr, sehr gut gesagt. Ich bin da mittlerweile auch bei den Spielern. Also ich würde da auch nicht Riera die Schuld geben, sondern sagen, also gegen Mainz, wenn das so ein wichtiges Spiel ist, erwarte ich einfach auch von den Jungs, dass da ein bisschen mehr kommt. Ja. Und egal wie der Trainer die taktisch einstellt, wie man in die Zweikämpfe geht, wie man einfach Spielsituationen ausspielt, das hat auch nicht unbedingt immer was mit dem Trainer zu tun, sondern ist auch Einstellungssache. Deswegen würde ich sagen, die ersten Spiele von Riera waren nicht schlecht. Ich fand aber, er hat sich auch nicht unbedingt einen Gefallen getan, damit so große Vorschusslorbeeren rauszuhauen, dass er die Mannschaft komplett verändern wird. Weil davon muss ich sagen, in der Defensive hat man es gesehen, ja. Definitiv. Auf jeden Fall. Defensive super stabilisiert. Aber vor allem nach vorne, muss ich sagen, habe ich das Complete Different Team noch nicht gesehen. Nee, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Wir haben es ja letzte Woche schon gesagt. Defensive viel besser geworden. Viel besser, also wirklich super. War auch ein ziemlicher Hühnerhaufen. Die Frustration, die aber trotzdem bei Spielen wie gegen Mainz immer wieder kommt, die wir aber auch unter der Topmüller-Situation schon hatten, wo wir gedacht haben, der Werder Bremen, die sind quasi tot. Warum gewinnst du nicht? Ne? Und dann ist es wieder Wolfsburg. Auch gegen Mainz und Wolfsburg. Ja. You name it. Du kannst relativ viele Spiele nehmen. Leider. Und dann ist es auch leider bei Riera gerade so, dass auch die Spiele da jetzt gerade nicht eindeutig gewonnen werden. Und das ist natürlich eine merkwürdige und schwierige Situation. Trotzdem muss man, sagen wir mal, trotzdem ein bisschen cool bewahren, weil am Ende ist es natürlich so, wir müssen die Saison zu Ende spielen. Ja. Kröscher hat jetzt gesagt, dass er Riera nicht daran misst, wie das Ergebnis jetzt bis zum Ende der Saison ist, sondern eher daran misst, wie die Eintracht spielt. Man muss aber natürlich dann da natürlich sagen, spielerisch auch schwierig. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass Kröscher das als Unterstützung für Riera gemeint hat. Aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist das eher, wenn was bei Riera stimmt, dann sind das eher die Punkte. Ja. Und das Spielerische nicht, weil du hast es angesprochen. Das ist schon sehr zäh. Das ist aber die ganze Saison schon sehr zäh. Das ist einfach langweilig. Ich will doch nur was spüren! Und du hast irgendwie diesen Sparkle, dieses Feuer einfach nicht. Und das entzündet sich auch nicht an kleinen taktischen Änderungen, die er da jetzt irgendwie angefangen hat. Deswegen, ja, also es ist eine merkwürdige Zwischensituation, in der man ist, weil ich glaube, dass Riera auch noch andere Dinge vorhat. Also ich glaube nicht, dass er zu Hause sitzt und denkt, ja was denn, 1-0 gegen Heidenheim. Das ist halt auch nicht seine Mannschaft. Also er hat das Team auch am Anfang der Saison, er übernimmt halt eine Mannschaft, die er auch nicht unbedingt so zusammengestellt hat. Nee, das stimmt. Und mit der er auch noch nicht lange zusammen ist. Ja, auf jeden Fall. Man merkt vor allem, dass einfach ein spielstarker Sechser fehlt. Also auch für sein System, glaube ich, ist es unfassbar wichtig, dass einer den Ball vor der Abwehr abholt und den dann mal 10, 20 Meter nach vorne trägt. Und das, muss ich sagen, kriegt Skiri leider nicht wirklich gut hin und Larsson zu schwanken. Mal besser, mal schlechter. Finde ich jetzt auch einer der großen Downpunkte dieser Saison. Ja. Aber ihr habt natürlich recht. Also spielerisch ist das schwierig. Und dann sehe ich aber gleichzeitig den Blätterwald. Der Blätterwald ist sowieso ein Begriff aus den 80er Jahren. Ein Begriff aus dem Blätterwald. Aus dem Blätterwald, ja genau. Blätterwald ist ein Begriff aus dem Blätterwald. Ja, genau. Selbst produziert. Selbst produziert. Und dann merke ich, dass die Kritik an Riera ja momentan immens heftig ist. Und Basti, da muss da muss ich dich fragen. Ich verstehe die Kritik, wenn die Kritik immer so hart geübt wird. Aber man muss sagen, bei Dino war es ja lange, und wir erinnern uns an die Spiele gegen Werder Bremen, die nicht gewonnen wurden und davor auch schon echt gruselige Spiele, wo es wesentlich mediokrer, wesentlich milder formuliert war und jetzt wird draufgehauen, wo, ich wollte jetzt gerade mal gucken, es wird das auch die 8 Tage Sonderurlaub, darüber kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, aber da geht's schon heftig her. Und da frage ich mich, warum diese Unterschiedlichkeit der Bewertung, Basti? Ich glaube, das ist einfach beantwortet, auch wenn es blöd ist, weil du hast es vorhin gesagt, wenn du quasi verbal so breitbeinig auftrittst, dann machst du halt die Erwartungshaltung selber ein bisschen höher und dann gucken die Leute danach. Also
Und die Leute sind auch schadenfroh. Also vor allem im Internet muss man es einfach sagen. Wenn man dann viel redet und dann... Ich finde, er hat geliefert, weil die Defensive hat er stabilisiert, aber er hat vielleicht nicht so geliefert, wie man sich das von den Ergebnissen her erwarten würde. Man hätte sich vielleicht gewünscht, vor Leverkusen zu stehen, was jetzt vielleicht dann am Ende leider doch nicht passiert ist. Und ja, das sind ja unrealistische Erwartungen auch, weißt du? Sie waren aber leider, muss man auch sagen, glaube ich, an Riera ein bisschen unrealistisch. Weil wenn man jetzt nach den Spielen schaut und die Kritik so groß ist, muss man ja sagen, war die Erwartung anscheinend eine höhere als das, was er am Ende geliefert hat. Ja, und ich glaube, die hat er halt selber verursacht. Genau. Die Erwartungen. Und das ist, glaube ich, ein Fehler. Ja, und ich meine, ganz ehrlich, ich zitiere dann oft immer Kevin Prince Boateng, der kam hierher, erste Pressekonferenz und sagt, natürlich, wir sind nach Frankfurt, natürlich gewinnen wir in Freiburg. Leute, ganz kurz, dieses Spiel ist 1-1 ausgegangen. Ja, genau. So, weißt du? Trotzdem ist mir das im Gedächtnis geblieben und trotzdem ist das für mich der bessere Ansatz. Weißt du? Ja, na klar. Zu sagen, ey, come on, was geht ab, Alter? Wir müssen ein bisschen wieder Zuversicht hier ausstrahlen. Und wenn er es danach nicht liefert, ist mir das trotzdem noch lieber, als wie jemand, der mir es mir vorher schon sagt. Ja. Und sagt also, das sind Mainz, ich bin gespannt. Aber er hat halt auch ein bisschen mehr gesagt als, wir sind Frankfurt, wir gewinnen. Wäre er gekommen und hätte gesagt, ich bin jetzt bei Frankfurt und deswegen wird es jetzt besser, ist es schon eine andere Aussage, als zu sagen, complete different team, alles wird anders und dann ist es halt vor allem offensiv nicht so, so anders. Und dazu kommt natürlich, und ich glaube, das gehört zur realistischen Bewertung dazu, dass er auch merkwürdige Entscheidungen trifft. Ne? Ja. Kalimuendo, der die ganze Zeit rechts außen rumwurschtelt und du nicht genau weißt, ist das denn jetzt deine Position? Und dann auf der anderen Seite Doan noch weiter zurückgezogen. Das heißt, du beraubst ihn seiner Wirkmächtigkeit. Da sind natürlich Situationen, aber die natürlich auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass das Personal halt nicht so optimal aufgestellt ist gerade. Bitte? Ja, und das sind halt genau diese einzeltaktischen Dinge, an denen sich dann sehr, sehr viele irgendwie festhalten. So, weißt du, was ich meine? Also, du hast es vorhin gesagt, es geht auch um Einstellung und irgendwie Zugriff zu dem Spiel. Und es kann mir auch keiner erzählen, dass die Eintracht in Mainz nicht besser auftreten kann, nur weil Kalimuendo auf der Autobahn ist. Das ist genau der Punkt. Weißt du, es ist ja am Ende, natürlich kann man anderer Meinung sein. Ja. Es gibt ja auch taktische Diskussionen und ich glaube auch Trainer untereinander und gerade Riera, der viel im Austausch mit anderen Trainern ist, wird auch sich reibend diskutieren mit seinen Co-Trainern und sagt, ey, mach mal, weißt du, das sind taktische Diskussionen. Aber jetzt so zu tun, als wäre diese Riera-Nummer schon gegessen, wie das einige Journalisten machen. Das irritiert mich. Das ist tatsächlich irritierend. Und ich glaube, dass es tatsächlich mit der Kommunikation zu tun hat. Ich glaube, du hast Jürgen Klopp mal angesprochen. Ich glaube, das ist ein sehr netter Mensch gewesen. Ich glaube, der war auch sehr zugänglich für Journalisten. Und jetzt hast du mit Riera einen Exzentrischen, der an gewissen Stellen vielleicht auch unfreundlich wirkt oder der vielleicht auch ein bisschen breitbeinig auftritt oder der auch Widerworte gibt und sagt, hey Leute, so wie ihr jetzt mein Spiel bewertet, könnt ihr das nicht machen, weil ich muss erstmal das Fundament bauen. Wir dürfen erstmal keine 3 Gegentore fressen. Dass das dann langweilig auf dem Platz ist, das nehme ich auf mich, weil das macht er auch übrigens. Ja. Er nimmt alles auf sich. Ja, also, dass man bei der Mannschaft landet, passiert ja gar nicht so. Ich glaube, das war auch einer seiner Ideen dahinter, dass er vielleicht so, also ich will jetzt nicht großkotz, aber dass er halt sozusagen so viele Vorschusslorbeeren gegeben hat, so, um zu sagen, jetzt nimmt es auf mich. Wir haben zwar immer 3 Gegentore in der Vergangenheit kassiert, aber geht jetzt auf mich und nicht auf die Mannschaft, so ein bisschen schützende Hand über die Mannschaft. Das haben wir ja letzte Woche gesagt, das ist das typische Masche und das ist auch okay so, weil das ist auch richtig. Alles auf mich, in dem Fall. Projiziert es auf mich und lass die Mannschaft in Ruhe, damit die arbeiten kann. Ja, was ist denn, wenn die Kommunikation mit der Mannschaft zum Beispiel ist, ey Leute, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen boring spielen, aber ihr habt die ganze Zeit so viele Tore gefressen. Genau. Leute, das wird euch keinen Spaß machen, aber wir probieren jetzt erstmal ein paar Mal zu 0 zu spielen. 3 Heimspiele, alle zu 0 gespielt. Und dann vor der Mannschaft zu sagen, ey, das wird nicht allen Leuten gefallen, ich nehme das aber auf mich, damit ihr erstmal in Ruhe jetzt das stabilisieren könnt, weil das ist tatsächlich passiert. Und ich finde, das kann man auch einfach auch mal sehen. So zu sagen, okay, das ist nicht geil, aber das ist die ganze Saison auch schon nicht. So, weißt du, es ist jetzt durch Riera hier keine Langeweile eingezogen, so, sondern diese Spiele haben schon genau so stattgefunden in der Hinrunde, wo man dachte, man gewinnt 1-0 gegen Augsburg und gewinnt 1-0 gegen Mainz oder 2 gegen Augsburg knapp. Und du bist nach Hause gegangen und hast gedacht, was habe ich mir denn gerade hier für ein Fußballspiel angeschaut? Ich will doch nur was spüren! Und das setzt sich fort und ich finde, das kann man auch sagen. Und ich finde auch, dass man Riera moderat auch kritisieren kann, wie du sagst. Und ich bin auch jetzt nicht hier so Delulu und sage, dass Riera nächstes Jahr noch Trainer ist. Es kann natürlich sein, dass das baden geht. Ja, klar. Weißt du, was ich meine? Das ist ein neuer Trainer. Das hast du in jedem Verein. Du holst jemand Neues. An gewissen Stellen kann es funktionieren oder nicht. Das heißt, niemand von uns sitzt ja hier und sagt, Riera muss die nächsten 10 Jahre Trainer bleiben. Nein, ist es nicht. Aber was man machen kann,
ist den respektvoll behandeln, ihm ein bisschen Zeit Vor allem geben fair. und die Dinge rational bewerten, was keine negative Bewertung ausschließt. Und die Situation ist ja sowieso, als Riera hierher kam, haben wir über ihn gesprochen. Ich habe auch durchaus ein paar kritische Aspekte auch genannt. Ne, ich meine, ich bin ja weiterhin ganz genau beobachtend, was so sein Management angeht. Ein paar dubiose Gestalten. Und dann war natürlich auch seine Vita zuvor durchaus, ich will mal sagen, durchwachsen. Ist zuletzt auch sehr gut gelaufen, gab aber auch schon wie Bordeaux Punkte, wo es nicht so gut gelaufen ist. Und genau das ist aber trotzdem wichtig, was du eben gerade gesagt hast, dass man auch die Arbeit eines Trainers nicht sofort nach 5 oder 10 Spielen bewerten kann. Genauso wie es beim Spieler ist, genauso wie es bei Spielern ist, der neu ankommt, vielleicht sogar noch nicht mal aus Deutschland kommt, dass es eine Weile dauert und du ihm Zeit geben musst. Und die Zeit braucht Riera auch und dementsprechend muss man abwarten mit der Bewertung. Und deswegen irritiert mich dann so Schlagzeilen, ich lese es mal vor, der Coach hat intern viel Kredit verspielt. Dann stelle ich mir die Frage, das sagst du jetzt, lieferst im Folgetext aber keine Begründung oder auch keine Quelle, dann frage ich mich, okay, ich meine, das ist typisch Fußball, es wird immer viel hineingeheimnist, aber es wirkt für mich ein wenig, ich will nicht sagen gesteuert, aber es wirkt für mich, als würde man zumindest Klicks machen wollen, damit mit der Unsicherheit gerade. Ja, und vor allen Dingen, selbst diese Aussage könnte ja theoretisch stimmen. Ja. Dann ist das so. Aber das sind alles auch keine Vorgänge, keine absoluten, in die kein Mensch mehr eingreifen kann. Ja. Als wäre in diesen 8 Wochen jetzt was passiert, was das Tischtuch zwischen Riera und der Mannschaft, ja, das kriegst du nicht mehr eingefangen. Ja. Das hat sich jetzt über so lange 8 Wochen aufgebaut. Und wer weiß denn, welcher Spieler eventuell nächstes Jahr noch da ist und wer nicht. Und ich glaube auch diese Diskussion, weil wir haben es ja immer wieder auch als so eine absolute Diskussion zu sagen, es gibt Aussagen, also mit der Art und Weise, wenn der so auftritt, dann kann das nichts geben. Und dann antworte ich doch, weißt du wie, gewinnen Spiele. So, was ist denn? Die Journalisten können sich ja jetzt hinsetzen und sagen, die Art und Weise gefällt mir nicht. Ist okay, ist ja auch ein valider Punkt zu sagen, hey, in der Kommunikation, alles in Ordnung. Was machen die denn aber, wenn der Spiele gewinnt? Wisst ihr, was ich meine? Klar. Also so zu tun, als wenn das Hauptproblem ist ja nicht die Kommunikation, sondern es ist ein Seiteneffekt, der fällt dir auf die Füße, wenn du nicht gewinnst. Aber das Wichtigste ist doch, Spiele gewinnen, guten Fußball spielen, dann kann der doch kommunizieren, wie er will. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, weil ich glaube nicht, dass die Kommunikation und das, wie er mit der Presse redet und ob die unbedingt ihn jetzt lieben oder nicht, das ist nicht der entscheidende Faktor, der entscheidet, sondern der entscheidende Faktor ist mannschaftsintern. Hat er eine Mannschaft, mit der er was anfangen kann, kriegt er die Zeit und gewinnt er Spiele. Und selbst wenn er die nicht gewinnt, dann ist er auch weg, das ist doch klar. Ja, und das ist ja genau der Punkt. Also ich meine, es gab ja schon Trainer in der Vergangenheit, nicht nur bei der Eintracht, sondern auch woanders, die zwar gut kommuniziert haben, aber es halt nicht geliefert haben. Es gab auch Leute, die eher merkwürdig kommuniziert haben, aber trotzdem erfolgreich waren, weil sie halt das Spiel verstanden haben und ihre Spieler verstanden haben. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber kommen wir genau jetzt zu dem Hier und Jetzt. Und jetzt ist es so, Riera schön bei Liverpool gewesen, hat das Legendenspiel mitgemacht mit anderen Größen. Hat der Mannschaft, wenn wir das jetzt abziehen, also jetzt nicht die Nationalspieler, die ja auch gerade unterwegs sind, Nene Brown, können wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Aber im Endeffekt ist es dann so, dass die Spieler zum großen Teil dann 8 Tage frei hatten. Wie bewertest du diese freie Zeit zwischen der Bundesliga? Hättest du gedacht, da müsste man ein wenig trainieren oder was ist dein Take, Linus? Ich finde, man hätte etwas trainieren können. Ich muss sagen, schon mal vorab, was ich sehr, sehr gut finde unter Riera, das will ich noch erwähnen, die Standards wurden auch in den Griff bekommen, weil wir hatten, glaube ich, davor, das war so ein bisschen so ein Running Gag in meinen TikTok-Videos. Bringt halt herzlich wenig, wenn das Vorbild von Heul und Skiri ist, der dann wirklich so dämlich 2 Minuten danach reingeht, wir kassieren einen Elfer und kassieren wieder das Tor. Ich glaube, wir hatten 19 oder 20 Standard-Gegentore, ganz am Anfang vom Jahr schon, also das gefühlt fast jede Ecke oder Freistoß reingeflogen, das hat er auch in den Griff bekommen. Sonst hätte ich gesagt, hätte man das noch trainieren können, ist aber anscheinend schon besser geworden. Ich muss sagen, über die Länge kann man jetzt vielleicht diskutieren. Ich will mir da aber auch nicht anmaßen, dass ich jetzt irgendwie so nah bei der Mannschaft bin und sage, es hätten 6 Tage sein müssen. Das wären bei 5 wäre es okay. Und deswegen ist jetzt in Ordnung, vielleicht auch gar nicht schlecht, dass die Jungs mal ein bisschen den Kopf frei kriegen können. Ich finde nur jetzt, wenn es dann wieder losgeht, dann gibt es jetzt keine Ausreden mehr. Also dann wirklich jetzt 100% bei der Sache und die nächsten Spiele, vor allem Köln, muss dann jetzt wirklich gewonnen werden. Also was anderes zählt nicht. Linus, guter Punkt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann die Kritik ein Stück weit nachvollziehen, weil du kannst mit einigen Spielern, gerade die nicht zur Nationalmannschaften fahren, durchaus auch nochmal versuchen, Akzente zu setzen. Sie haben aber jetzt die Zeit bekommen, das muss man jetzt genauso nehmen. Aber es gibt, wie du sagst, wirklich keine Ausrede. Jeder muss fit sein. Ja? Also ich meine, natürlich, wenn jetzt bei der Nationalmannschaft bei dem einen oder anderen was passiert,
passiert, kann man es nicht ändern. Aber diejenigen, die nichts zu tun hatten, ja. Die können ja auch selber was machen, die Spieler. So ist es auch nicht. Also ich meine, das sind alles eigenständige Menschen. Und das ist genau der Punkt. Und da schließt sich aber genau wieder der Kreis zu dem, was Basti gesagt hat. Egal wie die taktischen Voraussetzungen sind, es hindert euch niemand daran, der Laufweltmeister eines Spiels zu sein. Es hindert euch niemand daran, die eine oder andere Grätsche zum richtigen Zeitpunkt zu setzen. Das sind alles Dinge, die man selbstbestimmt als eigener Fußballer machen kann, um das Spiel in eine andere Richtung zu lenken. Und das heißt, wir haben die Zeit jetzt gehabt, da will ich am Wochenende, und jetzt kommen wir genau zu dem Spiel gegen Köln, schon sehen, dass da eine andere Eintracht auftritt, ganz ungeachtet der Tatsache, dass es vielleicht kommunikative Schwierigkeiten gibt, sondern der Eigenansatz der Spieler zu sagen, ich will mit der Eintracht doch noch auf Platz 7 kommen, ich will mit der Eintracht auch eine Saison einigermaßen erfolgreich beenden und vielleicht auch für mich noch das ein oder andere Tor schießen, das wäre doch ein Ansatz, der nicht nur der Eintracht zugutekommt, sondern jedem eigenen Spieler. Ja, und ich glaube, Ansgar Knauf hat es auch gesagt, dass er jetzt trotzdem irgendwie probiert, dieses letzte Saisonviertel einzuläuten, in dem alle Bock haben. Da muss ich aber ehrlich hier sagen, schauen wir mal. Keine Ahnung. Also ich habe keinen Bock jetzt schon wieder zu sagen, ja, mal, wenn jetzt greifen wir wieder und vielleicht. Und da muss man uns auch mal was geben, ehrlich gesagt. Ne? es ist, also kein gesagt, Geld, aber es gibt auch Leistung. Es gibt vielleicht auch so Saisons, da brennt's nicht. Ich will doch nur was spüren! Es ist auch okay, so, kann sein. Aber jetzt mir wieder irgendwie was Motivatives einzureden und zu sagen, jetzt gegen Köln daheim. Und nee, Leute. Aktuell ist es bei mir so, ich gucke erstmal so ein bisschen, dieses Saisonfeuer ist weg. Es gibt weiterhin eine Sache, das habe ich letzte Woche schon angefangen zu erzählen. Leute, gewinnt bitte in Wolfsburg. Weil das hat nichts mit Eintracht zu tun, sondern da geht es um die ganze Story wurde Bundesliga. geliked. Da geht es um die ganze Bundesliga. So, das ist das Spiel. Für den Fußball. Ja, für den Fußball wäre es ganz gut, wenn ihr in Wolfsburg gewinnt. Ansonsten schauen wir mal. Natürlich gehe ich gegen Köln ins Stadion. Natürlich habe ich Bock, das ist Eintracht gegen Köln. So, wenn wir uns über Wolfsburg beschweren, kann ich die wirklichen Bundesligaspiele, die nur noch sehr selten stattfinden, nicht ablehnen. Aber jetzt zu sagen, boah, und greifen wir das an oder dies oder ich weiß es nicht, weil keine Ahnung. Es würde mich überraschen, wenn es plötzlich irgendwo herkommt. Also wenn es plötzlich irgendwie so ist, dass die Eintracht da kombiniert und befreit und alle liegen sich in den Armen und Trainer und Mannschaft und Verein und Umfeld. Es ist alles wieder gekittet. Ich habe irgendwie das Gefühl, so das ist momentan mein Empfinden, dass da Dinge vielleicht tiefer liegen, die nicht so schnell irgendwie weggespült werden können. Und da muss man halt gucken, dass man das hinkriegt. Deswegen jetzt in diesem Fußballfan-Goldfisch-Modus, den man ja hat, den hat man jedes Jahr. Das ist auch geil, vielleicht. Den kann ich noch nicht einschalten, das tut mir leid. Vielleicht ist aber die Länderspielpause auch ganz gut und es sieht dann am nächsten Sonntag im Stadion schon wieder anders aus. Ja, ich glaube tatsächlich, dass das irgendwie ein bisschen die Köpfe befreien kann, dass auch jeder mal jetzt, also oder viele bei anderen Teams waren. Ne? Also ich meine, gleich noch ganz kurz über den Brown sprechen, aber es gibt auch andere Nationalspieler, die jetzt gerade unterwegs waren und vielleicht dann auch froh sind, mal wo rausgekommen zu sein und vielleicht auch einen positiven Vibe durch positive Ergebnisse wieder mit ins Team tragen. Was mich ein bisschen irritiert hat, war übrigens die Aussage von Larsson, da er jetzt schon irgendwie gesagt hat, dass er sich irgendwie vorstellen könnte, ich habe es hier aber aufgeschrieben, ich bin neugierig, etwas Neues auszuprobieren. Finde ich grundsätzlich natürlich vorstellbar und auch nachvollziehbar irgendwann. Ich glaube, es ist schon ein Spieler, bei dem wir wussten, dass er nicht 20 Jahre bei der Eintracht bleibt. Finde aber den Zeitpunkt ein bisschen irritierend, insbesondere in Anbetracht dessen, dass er jetzt nicht die allerbeste Saison spielt. Wie bewertest du das, Linus? Also ich muss sagen, ich habe am Anfang der Saison mich sehr gefreut, dass Larsson nicht gewechselt ist im vorigen Jahr, weil das ja schon so ein bisschen im Raum stand, weil ich schon fand, auch vor allem international in der Europa League und dann auch in der Champions League in der kommenden Saison, hat er schon oft Sicherheit vermittelt, vor allem einfach, wenn er den Ball angenommen hat, schnell weiterverteilt, da war er schon gut. Ich muss aber jetzt auch sagen, in der Bundesliga fand ich, hatte er auch einige schwächere Auftritte und ich muss sagen, dass Højlund also diese Saison hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass Højlund der mit dem Marktwert von Larsson wäre und Larsson der mit dem Marktwert von Højlund. Also das war so ein bisschen... Verstehe ich, genau, ja. Das war so ein bisschen mein Punkt, deswegen muss ich sagen, den Zeitpunkt finde ich ein bisschen komisch, weil er hatte schon bessere Phasen, auch um auf sich aufmerksam zu machen, auch für andere Vereine, muss man ehrlicherweise gestehen. Wenn eine Summe auf den Tisch gelegt wird, Richtung 30, 40 Millionen, würde ich sagen, verkaufen, weil er einfach auch von dem Spielerprofil, finde ich, nicht ganz das erfüllt, was man von ihm erwartet hat. Er ist ein guter Achter, aber nach hinten ist es, finde ich, zu wenig. Deswegen, wenn eine gute Summe kommt, verkaufen. Sonst würde ich sagen, sollte man ihn versuchen zu halten. Die Aussage finde ich vom Zeitpunkt ein bisschen komisch, aber wie du auch schon gesagt hast, ich meine, dass der nicht für immer bei Frankfurt spielt, ist, glaube ich, auch klar. Ist wahrscheinlich klar. Wie hat dich diese Aussage berührt? Oder gar nicht? Wie würdest du das bewerten? Mike? Ich glaube, diese Aussage spielt sich so ein bisschen in diese Masse rein, die ich probiere zu ignorieren. Und das sind diese neuen Transfer-Insider-Geschichten. Weißt du, dann hat er das gesagt, er wechselt da, jetzt ist er 10 Millionen mehr wert, dies wert, das wert, Ananas.
am Ende soll der Bruder erstmal ein bisschen besser spielen und dann gucken wir, was passiert. Dann wird sich auch irgendjemand melden. Und wenn er jetzt quasi sagt, ey, ich habe die Saison gespielt, und im Sommer meldet sich jemand und sagt, boah, ich gebe dir 15 Millionen Euro, dann würde ich sagen, ja, dann musst du leider noch ein Jahr bleiben. Ja. Das ist halt genau der Punkt. Es ist ja hier auch jetzt nicht schlimm in Frankfurt. Also vielleicht hast du ja auch Bock noch irgendwie noch eine geilere Saison nächstes Jahr zu spielen. Aber ansonsten sind das, glaube ich, Dinge für den Sommer. Also ich glaube, dass da diese üblichen Mechanismen greifen. Weißt du, es fängt ja dann überall an. Dann werden irgendwelche Angebote platziert und so ein Kram. Ich habe letztens irgendwo gelesen, dass, und das ist wirklich, das ist ja fast Berater High Class, da muss ich fast Respekt vor haben, dass irgendjemand gesagt hat, es gibt Angebote aus der Premier League, 50 Millionen Euro für Tim Lemperle. Wow, okay. Und da muss ich fragen, okay, Sportlich. Ja. du scheinst gute Kontakte zur Presse zu haben, Ja. um das überhaupt mal rauszuhauen. Und das sind ja genau diese Sachen, die jetzt stattfinden. Jetzt wird mal irgendwie gedroppt, ich könnte auch gehen. Dann sagt die Eintracht, du könntest auch bleiben. Dann sagt der Transfer-Insider, es kann so und so sein. Dann sagt der andere, nicht mal Insider, es ist aber so und so. Ich finde es auch schwierig mit den Trans. Also auch Fabrizio Romano, ihn jetzt als größten zu nennen. Ich meine, er hat es ja schon zugegeben, dass er auch Geld dafür nimmt, um Spieler ist halt die ins Rennen zu Schwierigkeit, bringen. Von Ländern. Hat er nicht so einen Saudi-Arabien-Spot gemacht? Ja, glaube ich. Ja, letztens war da, glaube ich, auch ein Spieler, da habe ich einen Clip von Gamer Brother gesehen, der hat in der Rückrunde, glaube ich, gar nicht gespielt und Fabrizio Romano postet, wegen seinen Leistungen steht er jetzt bei X Clubs auf dem Zettel. Da weißt du halt auch Bescheid. Der war nicht mal im Kader. Und das ist natürlich auch so, das ist auch wirklich schädigend eigentlich für den eigenen Ruf. 100%. Ne? Der in den letzten Jahren eigentlich ja wirklich immer wieder auch gute Scoops gehabt hat und an denen man sich richten konnte. Das ist halt schwierig, wenn dann solche Situationen kommen. Wir werden das auf jeden Fall ganz genau beobachten. Schreibt ihr mal in die Kommentare, wie ihr das seht mit Larsson. Ich finde, ich kann mich auf jeden Fall deinen Ausführungen anschließen. Ausführungen anschließen. Naja, machen wir, wie wir es wollen, aber es ist auf jeden Fall richtig. Das ist nicht die stärkste Saisonleistung bislang. Ich glaube auch, wenn wir uns in dem Rahmen bewegen, dass du 35 Millionen plus, wir erinnern uns, die Eintracht wollte Larsson ja als große Cash-Cow eigentlich verkaufen mit 50 Millionen. Danach sieht es aktuell nicht aus. Dann bleibt er halt noch. Ist doch okay. Ja, dann bleibt halt noch. Ja, ich meine, passt. wir dürfen noch nicht so tun. Der Typ ist keine 28. Ja. Der ist was, 22? 22. Wie Bahoja muss er sich halt wieder aufbauen Genau. und den Marktwert wieder erspielen. Und dann Wer- muss man halt gucken. Genau. Genau, wer allerdings sehr umworben ist, weil er einer der wenigen Spieler ist, die komplett konstant gerade agieren, ist Nene Brown. Und wir machen ja hier gerade am Montag Fußball 2000. Wir wissen dann auch heute Abend, nachdem ihr Fußball 2000 geguckt habt, geht's direkt weiter wahrscheinlich und ihr schaut euch eventuell die Nationalmannschaft an. Und da ist einer dabei, und den habe ich eben genannt, Nene Brown, Ja. wahrscheinlich mit Startelfdebüt. Freust du dich auf jeden den Fall. Frechdachs? Also ich muss sagen, ich würde ihn sogar bei der WM Stamm setzen, weil ich meiner Meinung nach finde, er ist der beste deutsche Linksverteidiger, den wir zurzeit haben. Auch auf die Zukunft gesehen, das ist finde ich, so ein bisschen ein Kritikpunkt, den man Julian Nagelsmann vorwerfen kann, dass er es in den 2 Jahren nicht geschafft hat, wirklich diese jungen Spieler zu integrieren in die Nationalmannschaft und wir jetzt wieder mit einem Leroy Sané und Leon Goretzka dastehen. Und deswegen sage ich, in meinen Augen... Was ist da los? Ja, also schwierig. Und deswegen finde ich, ist Nene Brown genau der richtige Mann für diese Position. Ich denke aber auch realistisch, weil er jetzt noch nicht so viel Spielzeit hatte, wird David Raum wahrscheinlich Stamm spielen, auch wenn Nene Brown heute die Sterne vom Himmel spielt. Also Ich hoffe trotzdem genau, dass er das macht. Ich hoffe es auch. Ich habe richtig Bock. Basti, wie ist dein Take dazu? Wie bewertest du ihn im Raum der Nationalmannschaft? im Raum. Das war geplant. War vielleicht geplant. Basti. Ich kann zur Nationalmannschaft leider gar nichts beitragen. Scheiße. Nee. Dann hype ein wenig Nene Brown. Ja, ich bin bei dir. Also Nene Brown ist tatsächlich, glaube ich, das, was du vorhin als Cashcow bezeichnet hast für die Eintracht im Sommer. Ich habe keinerlei Hoffnung mehr. Wir haben ja mittlerweile jede Saison einen Spieler, Ja, er ist wo es. wenn jemand zu dir kommt und sagt, hast du Angst, dass er geht? So, wie habe ich Angst, dass er geht? Der geht safe. Also so, du weißt es ja schon. Bei Etikette wusstest du's. Ja. Wo du Nach 2 Übersteigern schon. Also es ist kein realistisches Szenario im Kopf, wo du dachtest, okay, der bleibt nächste Saison. Und dann gab es diese Champions League Auftritte von Nene Brown, wo er einen Weltstar nach dem anderen ausgeschaltet hat. Und dann wusstest du, okay, schauen wir uns das die Saison nochmal an. Der wird nächstes Jahr nicht mehr bei uns spielen. Das ist bei ihm so. Und für ihn Nur ganz kurz, ich finde es so spannend, weil wir haben eben über Larsson gesprochen und Larsson sagt, naja, er würde ja vielleicht ganz gerne Tapetenwechsel. Von Nene Brown hört man tatsächlich, er hat auch überhaupt kein Problem damit, also wird vielleicht sogar ganz gern eigentlich noch ein Jahr bei der Eintracht bleiben, weil es ihm eigentlich ganz gut gefällt. So, sorry bitte. Das halte ich tatsächlich für ausgeschlossen. Dafür ist er zu stark. Ja. Also ich glaube, dass der sich die Vereine fast aussuchen kann. Ja, wahrscheinlich. Aber es ist eine Position, die wichtig ist. Es ist eine Position, wo es nicht unfassbar viel Konkurrenz gibt. Weil es gibt ja einen Grund, warum jemand wie David Raum
Spieler auf dieser Position ist. Das zeigt ja, dass es... Ist noch jemand hier außer David Raum? Hallo? Hallo? Wer hat das schon mal Dann steht der David hier und sagt, nee, ich bin's. Und dann, naja gut, David, dann... Wen sollen wir sonst nehmen? So, nein, und jetzt kommt Nene Brown. Und ich finde auch, Nene Brown ist der wesentlich bessere Fußballer. Ja. 100%. Wesentlich besserer Typ. Vielseitiger auch. Wesentlich besserer Typ auch. Also ich glaube, wenn ich mir eine Mannschaft aus Charakteren zusammenstellen würde, dann wäre Nene Brown 3-mal in meiner Mannschaft. Ja. Und ich würde, bevor ich David Raum stellen würde ich lieber mit 10 Mann spielen. Nee, ich würd auch Raum ist halt wie Mittelstädt, würde ich sagen. Also sehr eindimensional. Ja. Die Linie runter und Flanken gehen, aber sonst, wenn einer gut die Flanken verteidigt, dann kommt von der Seite nichts. Und Das ist auch ein Lauch, ehrlich gesagt. David Raum ist ein richtiger Lauch. David Raum ist ein Lauch. Wir haben unser Claim auf jeden Fall. Nein, auf jeden Fall. Nee, ich kann bei Nene, für mich freut's. Ja. Mich freut's für Nene Brown, dass er in der Nationalmannschaft ist. Aber ich muss sagen, ich frag dich mal. Du bist noch jung und du hast noch mehr Euphorie als wir, weil wir haben vieles schon gesehen so. Und ich erinnere mich, wie ich, als ich jünger war, mich immer auf Turniere gefreut habe. Ja. Freust du dich auf die WM? Nee, aber ich kann genau begründen, warum. Also es liegt für mich an ein paar Spielern, die ich erneut sehe. Ich meine, freust du dich auf die WM allgemein erstmal? So auf das Nein, Turnier? aber das liegt an dem Austragungsort. Ja, tatsächlich. genau. Das ist Punkt 1. Und dann freust du dich auf die Nationalmannschaft? Also an sich würde ich sagen ja, aber nicht in der Konstellation, wie sie auftreten. Und weil das ist mir Das ist einfach... interessant, nee, weil ich dachte eine Zeit lang, dass das daran liegt, okay, man verliert irgendwann den Kontakt zur Nationalmannschaft und dann ist es vielleicht so, aber andere Leute hypen es. Und ich finde es interessant, dass du selbst das sagst, weil ich spüre es auch gar nicht. Ich will doch nur was spüren! Bei mir ist es tatsächlich immer wieder so, dass ich es zwischenzeitlich spüre. Jetzt, als die Europameisterschaft auch hier war, Da habe ich es voll gespürt. habe ich es auch gespürt. Es war schon cool. Und ich finde schon, dass auch Nagelsmann immer mal wieder auch ganz gute Situationen gebracht hat. Ich finde ihn als Typen hat er sich auch gebessert. Ne? Also ich glaube, und auch es gibt Spieler, die mir auch gut gefallen. Aber es ist gleichzeitig wieder so, dann hast du wieder so einen David Raum. Ja? Dann habe ich meine persönliche Fehde mit Oliver Baumann, den ich ganz schlimm finde. Ja? Das ist eine persönliche Fehler. Ja, das ist. Ja, ich hab's Getting personal. Ich bin ganz ehrlich, ich hab's. It was me, Olli. Ich weiß auch, niemand sonst hat ein Problem mit Olli Baumann. Ich habe ein Problem mit Olli Baumann. Jeder hat ein Problem mit Olli Baumann. Siehst du, okay, dann habe ich trotzdem einen Kompagnon, der mir zur Seite Das ist Olli hält. Baumann, Alter. Ja, aber Vor allem ein Problem mit dem Verein tatsächlich. ja, mit wo er dem Verein spielt. habe ich auch ein Problem. Aber es ist doch ganz spannend, weil das heißt, eine Nationalmannschaft in einer optimalen Zusammensetzung, die du vielleicht dir zusammensetzen könntest, hättest du durchaus Bock. Ich würde gar nicht sagen, dass ich jetzt die perfekte Lösung dafür Ja. habe, weil ich bin nicht der Bundestrainer und Deswegen sitzt du hier. Deswegen sitzt du Genau. Aber ich muss sagen, einfach so ein paar Entscheidungen, da fragt man sich halt einfach allgemein, warum. Also ein Leon Goretzka, ja, er hat bei Bayern nicht schlecht gespielt, aber da frage ich mich schon, wir haben mittlerweile viele junge Spieler, einen Angelo Stiller, einen Metscher, einen Pavlovic, die dieses Niveau auch erfüllen. Ja, Pavlovic ist halt schon. Ne? Und da frage ich mich dann halt, warum man, vor allem mit so einem Interview, was er dann gegeben hat, so ein paar Spielern schon einen Freifahrtschein für das Turnier gibt, obwohl noch eine gute Zeit bis dahin auch zu gehen ist. Und ja, also vor allem dann Spielern wie einem Leon Goretzka oder einem Sané, wo man sagt, die türkische Liga ist zu schwach, dann kommt er doch wieder mit, obwohl er in der türkischen Liga nicht mal Das ist ja das Ding, er und da performt fragt ja man nicht sich mal dann, da. Ja. dann sitzt man halt da und denkt sich, okay, aber das ist nicht das, womit du gekommen bist mit, bei uns gilt jetzt Leistungsprinzip, weil das gilt dann nicht, wenn ein Leroy Sané in der Verfassung dabei ist. Ey, das ist so genau der Punkt. Bei Leroy Sané, ich glaube, da scheiden sich die Geister, aber das ist dann immer wieder mein Punkt, wo ich denke, meine Güte, der performt noch nicht mehr in der türkischen Liga. Wenn er dort alles wegschießen will, Dann bin ich voll bei dir. wie Rainer Raufmann damals in Zypern. Ja, so, um die alten Leute hier wieder abzuholen, dann ist das kein Problem. Aber selbst das macht er nicht. Das ist aber ein Nationalmannschaftsproblem. Wir gucken uns heute an, wie Nene Brown spielt und hoffen, dass er gut spielt, dass er eine positivere Zeit hat. drücken die Daumen. Im Gegensatz zu Namdi Collins, der arme Kerl, der damals komplett entgeistert von der Nationalmannschaft zurückkam. Ich glaube, bei Nene Brown können wir da guter Dinge sein. Guter Dinge sind wir auch. Ein bisschen skeptisch ist der gute Basti, wenn es gegen Köln geht. Wir hören uns danach wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. So, Fußball 2000, das war die neue Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mal ein bisschen Liebe in den Kommentaren da, auch für den lieben Linus. Das war ja eine schöne Situation, ein schönes Debüt, würde ich auf jeden Fall sagen. Wenn ihr noch mehr Fußball 2000 wollt, dann habe ich was für euch. Erinnert ihr euch an Lajos Stetari? Ja, ich auch so ein bisschen dunkel. Der gute Stefan Reich hat mal herausgefunden, wo das ganze Geld damals hinging. Also klickt euch mal hier rein, um die neue bzw. die einzige Folge bislang Fußball 2000 Mystery euch mal ganz genau anzuschauen.